Hallo und willkommen bei der nächsten Ausgabe der Schlachtnacht. Unser nächster Kandidat ist der Volvo P1800 von DNA Collectibles. An sich ist das ein schönes Modellauto, richtig schöne Lackierung, sauber lackiert und er ist aus Resin. Leider hat er ein paar Mängel, ja, sonst wäre er ja nicht auf den Schrott gelandet. Zum einen lösen sich hier die Leisten. Die sind aus Fotoätzteile, die lösen sich. Hier löst die sich. Hier löst die sich. Hier löst sie sich auch. Und ja, das war's. Und oft auch die Scheiben. Deswegen hat er hier auch keine Türscheiben mehr. Die sind schon alle komplett abgefallen. Ich habe versucht, die aus Folie nachzuschneiden und neu einzukleben. Hat aber nicht funktioniert, weil der Silberrand hier, das silberne hier, das war einfach viel zu schmal. Und deswegen konnte ich nirgends so richtig vernünftig ankleben. So, wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen. Dieses Modellauto bewegt sich weit über 100 Euro hinweg. Bis jetzt habe ich den noch nicht unter 100 Euro gesehen. Oh. Uiuiui. Also in der Regel ist er so bei 150 Euro. Manchmal ist er aber auch im Angebot für 120 Euro. Aber so richtig billig ist er eigentlich nicht. Schön ist er. Aber ich glaube, die Alternative gibt es ja noch von Revell. Und die ist aber auch nicht viel günstiger. Kostet auch im Schnitt um die 100 Euro und mehr. Manchmal. So. Das Schöne an diesem Modell ist, dass die Teile so angenehm leicht abgehen. Für mich als Zerleger natürlich super. Schöner Kühlergrill, ne? Das Erstaunliche bei dem Modell ist halt diese Detailverliebtheit. Wir jetzt noch sehen, allein schon bei diesem Lüftungsgitter hier oben, da seht ihr sogar die Membranen da drin, diese Gitter. Und die sind sogar durchgepiekst. Das ist krass. Jetzt kommen die Türscheiben raus, ne? So, ja, das war das Problem halt. Man hat hier so viel, man konnte mit dem Kleber hier gar nicht richtig arbeiten. Und ja, man hat sich eigentlich mehr versaut als geholfen. War schwierig. No, Türgriff abgebrochen. Na super. Naja. Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen zuzulegen, kann ich definitiv empfehlen, weil der macht schon echt qualitativ echt was her, ne? Also optisch. Optisch macht er viel her, aber wie gesagt, der ist sehr empfindlich. Die Teile gehen einfach nur so ab. War auch cool, ne? Richtig schöne Details. Und er wird auch nicht mehr billiger. Also wenn überhaupt, nur wenn DNA Collectibles selber mal eine Rabattaktion macht. Aber ansonsten bleibt und ist das Modellauto ein sehr teures Modellauto. Mit Potenzial der deutlichen Wertsteigerung. Ne? Wenn alle vom Markt sind, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es auch deutlich in den 200er Bereich geht. Sage ich euch ganz ehrlich. Unterboden ist auch ganz cool geworden. Chassis 217 steht hier drunter. Was das bedeutet, keine Ahnung. Ich vermute mal, dass die Limitierung halt. Dass das Modell 217 ist. Also ich glaube, der ist limitiert auf 250 oder irgendwie sowas. Also richtig viele gibt es nicht davon. Und die DNA Collectibles, die sind auch nicht dafür bekannt, dass sie jetzt jedes Jahr eine neue Farbe rausbringen oder irgendwie sowas. Die machen das eigentlich nicht. Die spezialisieren sich hauptsächlich auf japanische und skandinavische Autos. Ab und zu mal kommt auch mal so ein Audi oder irgendwie sowas, Alltrack oder VW Amorak. Dort habe ich auch schon mal zerlegt von denen.
So einen kleinen Mini-Honda-Oldtimer habe ich mal zerlegt. Oh, ich habe schon viele Modellautos von DNA. Ein Civic habe ich zerlegt. Der war cool. Und alle sehr teure Modellautos, ne? Ein Passat habe ich auch schon mal zerlegt. Oh, zerlegt? Ja. Nee, zerlegt nicht, aber schon mal gehabt. So. Hier fehlt ein Nebelscheinwerfer. Ne, der ist noch da. Sah so aus, als würde der fehlen. Der zerlegt sich richtig angenehm. So, hinten ist auch schon alles ab. Oh, Kofferraumdeckelgriff. Die Felgen sind cool. So. Und schöne Details. So. Ja, er zerlegt sich eigentlich relativ einfach. Das, was mich ein bisschen sehr an dem Modell stört, ist dieser niedrige Gewicht. Das Modell aus der Resin. Man kennt ja viele Leute kennen diese Resin-Modelle und die wiegen eigentlich immer etwas. Ne? Aber der fühlt sich sehr leicht an, als wäre das Plastik. Ist aber Resin. Also Gewicht ist jetzt nicht so besonders von dem. So. Und weiter geht's. Jetzt kommt die Scheidung. Oh, die Innenausstattung auf dem Unterboden drauf gemacht. Nicht so schön. Aber er hat einen Teppich drin. Schön. Handbremshebel linke Seite. Hier ist irgendein Teil, was ich nicht weiß. Und hier in den Teppich steht Volvo drauf. Das ist mal geil. Die Felgen. Aber ich kann mich entsinnen, dass hier normalerweise Volvo drauf stand. Ich meine, ab und zu mal sieht man ja so ein P1800 draußen rumfahren, weil da sind ja im Prinzip ja eigentlich keine super seltenen Oldtimer, weil die halt so langlebig sind. Ich glaube, das Auto mit den meistgefahrensten Kilometern der Welt ist, glaube ich, sogar ein Volvo. Hier, P1800 aus Amerika. Ich glaube, der hat über 1 Million Kilometer gemacht. Und der fährt sogar immer noch. So. Ja, hier sind die Gurte. Schöne Türverkleidung. So. Komm, Rücksitzbank. Nein, Lenkrad. Der ist sehr sensibel von innen. Oh, Gott sei Dank. Lenkrad nur abgefallen.
Boah, war voller Widerstandskämpfer hier, ey. Schönes Lenkrad. Sogar mit den ganzen Hebel dran. Hier ist das Volvo-Zeichen. Oh, guckt euch mal dieses Armaturenbrett an. Wahnsinn, oder? Selbst die Anzeigen kann man lesen. Geil. Das ist mal ein geiles Armaturenbrett. Ja, das war die Rücksitzbank und der Volvo ist Geschichte. Aber warum auch immer geht der nicht ab. Ah, das ist Kleber. Verdammt viel Kleber sogar. So. Rücksitzbank. Fertig. Fertig zerlegt. Wie gesagt, an sich ist das echt ein schönes Modellauto. Schöne kleine Details. Man hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Hier auch mit dem kleinen Volvo-Zeichen hier vorne. Negativ ist halt dieser niedrige Gewicht halt. Und dass die Innenausstattung auf den Unterboden geklebt ist. Das ist auch nicht so der Burner. Aber ansonsten geiles Armaturenbrett. Schöne Felgen. Schöne Innenausstattung. Also an sich ist die Innenausstattung auch schön mit Gurten und mehrfarbig gemacht. Lenkrad sieht super aus. Ja, und die hat die schönen vielen kleinen Details, die man so entdeckt, ne? Gut, das war's. Einer kommt noch. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt und danke fürs Zugucken.